Herzlich willkommen zum weltweiten Tag der genitalen Selbstbestimmung. Es gibt jetzt ein kleines Gespräch zwischen der wunderbaren Lucy Veit und mir. Mein Name ist Holger Ettmeier, ich bin Geschäftsführer des Projekts 100% Mensch mit Sitz in Stuttgart. Wir sind eine queere Menschenrechtsorganisation, die Informationen zusammenträgt und verbreitet über sexuelle Orientierung, über Geschlecht und natürlich auch über körperliche Selbstbestimmung. Und meine wunderbare Partnerin ist Lucy. Lucy ist sozusagen die Person in Deutschland, die man am besten fragen kann, wenn es um Themen von Inter geht. Lucy, stell dich doch mal selber kurz vor. Ja, ich bin Lucy Veit. Ich sitze hier im Nordwesten der Republik und ja, ich bin sehr lange unterwegs für die genitale Selbstbestimmung von Interpersonen in Deutschland. Und es ist tatsächlich heute ein historischer Tag. Die Entscheidung, dass intergeschlechtliche Kinder ohne ihre Einwilligung nicht mehr operiert werden dürfen, wird heute Wirklichkeit, denn heute ist das durch den Bundesrat gegangen. Und insofern verbindet uns schon dieses historische Datum sehr. Ich bin sehr lange den Weg gegangen über die Menschenrechte und ja, darüber werden wir vielleicht heute auch nochmal sprechen, über Strategien. Wie können wir vorgehen, wie könnte man gemeinsam vorgehen, tatsächlich die Rechte aller Kinder in Deutschland und nicht nur in Deutschland, sondern weltweit zu stärken und tatsächlich auch die genitale Selbstbestimmung durchzusetzen. Wenn man sich jetzt mal die Historie anguckt, um mal erstmal bei diesem Gesetz zu bleiben, es gibt ja Studien darüber, dass früher ungefähr 1700 genital normierende Operationen an Kleinstkindern hier in Deutschland, das muss man sich vorstellen, wir sprechen von Deutschland, durchgeführt worden sind. Und jetzt, ja, also und ihr wirklich Jahre und Jahrzehnte lang daran gearbeitet habt, das überhaupt erstmal in die Sichtbarkeit zu holen. Das war ja vollständig tabuisiertes Thema. Am 26.03. hat die Bundesregierung oder der Bundestag dieses Gesetz verabschiedet. Jetzt kommt heute der Bundesrat. Bist du denn zufrieden mit dem, was dort jetzt in ein Gesetz gegossen wird? Da möchte ich eine geteilte Antwort geben. Und zwar tatsächlich, wir sind sehr zufrieden, dass wir hier sind, wo wir jetzt sind, dass es uns gelungen ist, für einen Teil der deutschen Kinder dieses Recht durchzusetzen. Hier geht es ja bei uns nicht nur um genitale Beschneidung, so grausam das Ganze ist. Ich möchte hier überhaupt kein Opferbashing betreiben oder auch keine Opferkonkurrenz aufmachen, sondern hier geht es auch um Kastration, hier geht es darum, tatsächlich hormonproduzierende Organe im Kleinkindalter tatsächlich zu entfernen oder eben auch Entscheidungen für eine geschlechtliche Rolle tatsächlich durchzusetzen an einem Kind, und zwar ohne dass dieses Kind sagen kann, wie es dann leben möchte. Und wir wissen, dass wir in Deutschland und auch in Westeuropa, dass dieses Mann-Frau-Sein sehr tief verwurzelt ist, auch im Recht. Und dass diese Zuweisung zu einem Geschlecht offenbar eine so wichtige Rolle spielt in, in den Köpfen der Menschen. Für mich persönlich, ich kann es überhaupt nicht denken, weil ich sehe, dass jeder Mensch mit einer Geschlechtlichkeit auf die Welt kommt, der eigenen, und die ist erstmal zu akzeptieren. Und wenn ein Mensch selbstbestimmt eine Veränderung seines Körpers möchte, dann muss er das Recht haben, das durchsetzen zu können. Da sind wir in Deutschland ja auch schon ein ganzes Stückchen weiter, noch lange nicht da, wo wir sein müssen. Um aber nochmal auf das Gesetz zurückzukommen, ja, wir sind insofern zufrieden, dass intergeschlechtliche Kinder jetzt geschützt sind. Worüber wir sehr unglücklich sind, ist, dass die Kontrollmechanismen nicht gleich nicht mit festgeschrieben sind. Das war
laut Politik in der Kürze der Zeit nicht mehr durchsetzbar. Ähm, Wir sind aber auf der anderen Seite auch wieder froh, dass in diesem Gesetz eine Evaluation des Gesetzes in 5 Jahren, binnen 5 Jahren tatsächlich festgeschrieben ist. Das bedeutet, dass in den nächsten 5 Jahren sich tatsächlich angeguckt wird, was passiert da, wie ist die Rechtsumsetzung tatsächlich passiert. Das nützt überhaupt nichts, ein Gesetz zu haben, wenn die Gesetze nicht tatsächlich auch Anwendung finden, kontrolliert werden und den Opfern beigesprungen wird. Wir sind nicht zufrieden, weil es wirklich nur wieder sehr pathologisiert eine kleine Gruppe von Menschen angeht. Warum? Und wir sind ein bisschen traurig, dass wir diese Chance verpasst haben, tatsächlich alle Kinder zu schützen vor genitaler, die nicht einwilligen können. Darum geht es ja. Vor einer genitalen Veränderung und vor dieser schweren Körperverletzung und diesem Eingriff in das sexuelle Selbstbestimmungsrecht. Ja, Entschuldigung. Ich glaube, können wir vorstellen, dass auch manche Menschen draußen vor dem Bildschirm sitzen und überhaupt nicht genau wissen, was Inter eigentlich ist. Vielleicht sollten wir einmal ganz kurz nochmal erklären, was Inter ist. Also, möchtest du, soll ich? Kannst du gerne machen. Ich würde das dann, Du ergänzt dann. Ergänze das gerne. Ja. Genau, also von Inter spricht man dann, spricht man, wenn die medizinisch, also von gesellschaftlich medizinisch angenommenen, jetzt habe ich verkehrt rum angefangen. Also, wenn ein Kind, machen wir jetzt mal ein Beispiel, wenn ein Kind geboren wird und die Ausprägung der äußeren Genitalien, der inneren Genitalien, der Hormonproduktion, die anatomischen Voraussetzungen nicht dem gesellschaftlichen Bild von männlich oder weiblich entsprechen, dass man also nicht sagen kann, ist das jetzt ein männliches Kind, ist es ein weibliches Kind, dann ist das, nennt man das Intergeschlechtlichkeit. Und das Ganze kann halt auf anatomischer Ebene stattfinden, auf rezeptorischer Ebene, auf hormoneller Ebene stattfinden. So. Und was man lange Zeit gemacht hat, also erstmal, ist das so korrekt? Ja, das sind du beschreibst dort die Normen, die in der Medizin angewendet werden, um eine geschlechtliche Zuweisung, ja, im binären Sinne tatsächlich. Also wirklich in Deutschland gibt es nur 2 Schuhkartons und wenn du in diese geschlechtlichen Norm-Schuhkartons nicht hineinpasst, dann fällst du raus. Und dann fällst du komischerweise auch aus dem Recht heraus. Genau. Und in dem Moment, in dem Kontext, in dem wir jetzt sprechen, ist es tatsächlich so, wird ein Kind männlich zugewiesen bei Geburt, auch wenn eine geschlechtliche, und das ist Rechtslage, das kann man machen bei einem intergeschlechtlichen Kind, wenn es nicht eindeutig männlich oder weiblich ist und Eltern entscheiden, dass es männlich zugewiesen wird, dann sind die Kinder auch betroffen von den Ausnahmesituationen im Recht, die jetzt tatsächlich für männliche Kinder gilt. Es ist völlig irre, weil diese Normen, wo beginnt ein Körper männlich zu sein oder weiblich zu sein, sind medizinisch nicht begründbar. Das hat sich irgendjemand mal ausgedacht, hat irgendein Genital ausgemessen, hat dann eine Tabelle gezeichnet oder hat gesagt, okay, wenn eine Abweichung von chromosomal tatsächlich da ist, wenn ein weiteres Chromosom festgestellt wird, dann bist du aus der Norm und dann bist du auch aus dem Recht heraus. Das kann natürlich verfassungsrechtlich überhaupt nicht richtig sein und ist ja auch nicht richtig, wir wissen es ja. Und auch menschenrechtlich ist es überhaupt nicht haltbar. Auf der anderen Seite, wir müssen unterscheiden, was steht im Gesetz und wie wird es angewendet. Und da ist es alleine die Körperlichkeit. Es werden viele Kinder, intergeschlechtliche Kinder bei Geburt überhaupt nicht entdeckt, weil sie
ein äußeres Genitale haben, das erstmal unauffällig ist. Es kann aber in dem Moment, wenn die inneren Geschlechtsmerkmale anfangen zu produzieren, nämlich die Keimdrüsen, dann kann es durchaus sein, dass gerade in der frühen Kindheit oder in der frühen Pubertät es tatsächlich zu einer Veränderung des Körpers kommt, die dann dazu führt, dass dieses Kind als nicht mehr in der Norm gesehen wird. Und das heißt also, eine Intergeschlechtlichkeit kann bei der Geburt, bei einigen Kindern wird es ja schon vorgeburtlich festgestellt. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Wenn vorgeburtlich bereits Hormone der Mutter verabreicht werden, damit das Genital des Kindes sich in eine oder andere Richtung tatsächlich verändert. Das ist ein Bereich, der wird überhaupt nicht rechtlich geregelt. Und der ist auch von diesem Gesetz überhaupt nicht, also das jetzt tatsächlich gültig wird mit dem heutigen Tag, es hat überhaupt keine Auswirkungen darauf. Darüber müssen wir uns im Klaren sein, dass vorgeburtlich, du musst erstmal den ersten Atemzug getan haben, damit du in diesen Rechtsrahmen hineinpasst. Das Ganze bringt uns ja überhaupt erstmal zu einem ganz wichtigen Thema, nämlich der großen Frage, was ist Geschlecht eigentlich, bitteschön? So, und das ist natürlich ein Thema, mit dem wir uns hier ganz, ganz intensiv beschäftigen, weil es gibt sozusagen das ist ja ein sehr genitalistischer Ansatz, der dort von der Medizin oder von der Gesellschaft gefahren wird. Wir gucken einmal zwischen die Beine und dann sagen wir, jo, da baumelt was, das ist männlich, und da baumelt nichts, das ist weiblich. So. Dass sich aber Geschlecht auf ganz, ganz vielen verschiedenen Ebenen halt, dass das dort stattfindet. Du hast ja ein paar schon genannt, also auf der chromosomalen Ebene, auf der genetischen Ebene, auf der epigenetischen Ebene, auf der hormonellen Ebene, der rezeptorischen, der neurophysiologischen Ebene, dann noch die ganzen sozialen und psychologischen Dinge, die dann noch hinzukommen und wahrscheinlich noch ein paar Sachen, die wir noch gar nicht wissen. Das wird halt völlig ausgeblendet. So, aber Fakt ist nun mal ganz einfach, dass das Genital an sich keine wirkliche Aussagekraft über das eigentliche Geschlecht eines Menschen hat. Wir haben bei uns so einen schönen Merksatz, der heißt, das Geschlecht befindet sich nicht zwischen den Beinen, sondern zwischen den Ohren. Nämlich also hier dazwischen. So, und das heißt, dass das Geschlecht eines Menschen eigentlich erst dann feststeht, wenn diese Person in der Lage ist, ihr eigenes Geschlecht zu verbalisieren. Also von sich aus zu sagen, ich bin männlich, ich bin weiblich, ich bin nicht binär, ich bin irgendwie dazwischen oder auch völlig außerhalb dieses Spektrums, nach dem Motto, die Kategorie Geschlecht existiert für mich und für mein Leben nicht. So. Aber wir gehen hin als Gesellschaft und fangen schon vor dem ersten Atemzug eigentlich an, Menschen in so einen Schuhkarton, den du gerade schon erwähnt hast, hineinzustopfen. Das geht also bei der Namensfindung, das geht bei dem Kleidchen, also ob wir jetzt ein rosa oder ein eine hellblaue Kleidung nehmen, oder auch schon allein mit dieser Frage gegenüber einer schwangeren Person, was wird es denn? So, und dann wird anhand einer Ultraschallaufnahme, wo man dann einen Penis sieht oder keinen Penis sieht, wird dann gesagt, jo, das wird ein Junge. Oder das wird ein Mädchen. Eigentlich, wenn man sich diese Frage genau überlegt, ist es keine Frage nach dem Geschlecht, sondern nach dem Genital. Ist ja krank, oder? Man fragt eigentlich eine schwangere Person danach, Entschuldigung, was für ein Genital hat denn ihr Kind? Wenn man das so umstellt, dann wird die ganze Schizophrenie diesen Ganzen doch irgendwie wie klar. Und ein Satz noch dazu. Das Problem ist dann nämlich, dass wir jetzt gerade, was dann das halt bei Inter das Problem ist, du hast es gerade schon kurz angesprochen, wenn wir dann, das wusste ich übrigens nicht, dass man schon pränatal dort Hormone verabreicht, damit das Genital eine bestimmte Entwicklung nimmt. Das heißt aber ja nicht, dass das Gehirn, also das eigentliche Sein, das Ich, ebenfalls verändert wird, sondern es wird nur ein eindeutigeres, was auch immer das heißen mag, Genital erzeugt. Ob das aber zu dem Geschlechtsbewusstsein, also zu dem Geschlecht, was dieses Kind später äußern wird, passt, das weiß man überhaupt nicht. Also es kann auch gut sein, dass man ich werde es jetzt mal ganz hart ausdrücken, dass man einen Körper heranzüchtet, und was anderes ist es ja eigentlich dann nicht, man züchtet einen Körper ran, nur damit er einer gesellschaftlichen Norm entspricht, obwohl die Gefahr besteht, dass die Person, die mit diesem Körper leben wird,
ein völlig anderes Geschlecht hat, als das, was man da ihr angedichtet hat. Das ist grauenvoll. Das ist die eine Sache, also die eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite leben wir ja, wachsen wir auf in Systemen, das heißt auch in einem sozialen Umfeld. Die Frage ist, wenn die Sorgetragenden nicht in der Lage sind, zum Beispiel ihr Kind anzunehmen, was muss da passieren? Muss da das Kapell her oder ist dort eine Kindeswohlgefährdung tatsächlich, steht die im Raum und müsste dort nicht eigentlich der Staat eingreifen und dieses Kind schützen? Denn dieses Kind hat mit der Geburt ein Recht, es ist kein Objekt, sondern ist ein Subjekt. Das bedeutet, dieses Kind hat ein eigenes Recht auf körperliche Unversehrtheit, auf die eigene Würde, auf ein bestmögliches Entwickeln, und da sind wir dann ganz schnell auch bei den Kinderrechten. Deswegen, ich gehöre schon seit einer ganzen Zeit auch mit dem Verein Intergeschlechtliche Menschen e.V. Früher hießen wir ja mal intersexuelle Menschen, jetzt seit Februar intergeschlechtliche Menschen e.V. Sind wir Mitglieder in der National Coalition zur Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention. Und da stehen wir natürlich dahinter, dass wir sagen, ja, jedes Kind hat dieses Recht, auch auf die Würde und muss sich bestmöglich entwickeln lassen. Und wenn Eltern ein Problem haben, dann muss man Eltern helfen. Diese Hilfssysteme haben wir versucht, in den letzten 20 Jahren tatsächlich zu installieren, indem wir Eltern zeigen, dass es auch anders möglich ist, dass sie ihr Kind annehmen sollen, können, wie es ist, weil es ein Teil von ihnen ist. Es ist ja eine Frage der Liebe, auch der Eigenliebe und auch der Nächstenliebe und der Liebe zu sich selbst. Wir wollen doch, dass diese Kinder sich selbst annehmen können, wie sie sind, also ihren eigenen Körper annehmen können, ihre eigene Entwicklung tatsächlich als etwas Positives wahrnehmen und sich sicher sein in ihrer Geschlechtlichkeit, egal wie die aussieht. Und wenn sie im Laufe des Lebens diese Geschlechtlichkeit anders beschreiben, dann hat niemand das Recht, diese andere Beschreibung tatsächlich zu negieren oder zu sagen, so, du nimmst dich falsch wahr. Also so geht es auch nicht. Ich glaube, dass dieses Selbstbestimmungsrecht, dieses Selbstbeschreibungsrecht, aber ja auch erst eine Entwicklung ist. Ich denke, dass man kein Kind mit 5 Jahren eine geschlechtliche Rolle entscheiden lassen kann, sondern ich denke, wir müssen diesen Kindern eine diskriminierungsarme, frei gibt es ja nicht, aber diskriminierungsarme Umwelt schaffen, dass sie sich bestmöglich entwickeln kann. Eine geschlechtliche Spielwiese. So ist es. Nicht nur eine geschlechtliche, sondern eine identitäre. Es hat ja auch etwas mit der Identität zu tun, also mit der Selbstbeschreibung dieses Menschen. Und tatsächlich, wenn ein Kind sich nicht annehmen kann, weil es immer nur hört, dass irgendetwas falsch sei, dass dieses Kind falsch sei, wie kann es aufrecht gehen? Wie kann es tatsächlich zu sich stehen? Wie kann es überhaupt annehmen, dass es liebenswert sei? Dass jemand anders diesen Körper lieben könnte, diese Person, diese Seele, alles, was da mit dieser Person zusammenhängt. Oder auch in eine sexuelle Aushandlung zu gehen. Kein Kind weiß, was eine sexuelle Aushandlung ist. Ein Kind muss sich ausprobieren im Laufe seiner Kindheit und Pubertät, um dann irgendwann Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen, die sich unter Umständen im Leben auch nochmal wieder verändern. Da wird es nochmal ganz kompliziert, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber was ich jetzt zum Beispiel interessant finde, da komme ich sozusagen ein bisschen auf unseren Bereich, auf das Queere wieder. Es gibt ja Kinder, die mit 3, 4 Jahren ihren Eltern sagen,
ich bin kein Junge, ich bin ein Mädchen. Oder umgekehrt. Also wir haben eine Ehrenamtliche, die ihre Mutter mit 4 Jahren gesagt hat, Mama, wann fällt endlich mein Pimmelchen ab? Also mein Zipfelchen, genau. Also wann fällt das endlich ab? Mhm. So, und dann sind wir nämlich an einen ganz schwierigen Punkt angekommen. Wenn wir anfangen, also gerade jetzt gehen wir mal auf die männliche Vorhaut, auf die Vorhautamputation Mhm. am männlichen Genital. So, was für Konsequenzen hat denn das? Es gibt Konsequenzen, über die kaum gesprochen wird und die würde ich hier gerne mal Mhm. ansprechen. Und das sind zum Beispiel die Konsequenzen, die für Transfrauen existiert. Also, wenn die Vorhaut entfernt wird, so, und es stellt sich später heraus, ups, diese Person war gar nicht männlich, sondern sie ist transweiblich. Und diese Person entschließt sich dann dazu zu sagen, so, ich möchte gerne auch eine körperliche Angleichung haben, weil dieses Ding zwischen meinen Beinen, das ist kein Teil von mir, da müsste eigentlich eine Vagina oder eine Neovagina in dem Fall dann eigentlich sein. So. Wenn dann die Operation gemacht wird, fehlt dieses Gewebe der Vorhaut. Und das ist enorm groß. Das ist die Größe einer Postkarte. Das heißt, dieses Gewebe fehlt später bei der Invagination, wenn das nach innen gelegt wird, einfach an Tiefe des Vaginalganges. Und das muss schmerzhaft bougiert werden, also gedehnt werden, damit das dann überhaupt wieder funktioniert und eine ausreichende Tiefe erreicht wird. Und was natürlich fehlt, ist, die Vorhaut, wissen wir alle, ist massiv sensitiv. Da sind Nervenenden drin ohne Ende. Mhm. Und die sind weg. Und die können auch nicht wiederhergestellt werden. Und das sind einfach Konsequenzen, die da draußen in der Bevölkerung häufig überhaupt nicht auf dem Schirm sind, dass man dort auch den Transpersonen, also gerade den Transfrauen, da ins Knie schießt und sie in ihrer körperlichen Unversehrtheit, eigentlich, wenn man es genau nimmt, stellt sich die Frage, ist die Vorhautamputation an einem männlich zugewiesenen Kind, das sich später als transweiblich herausstellt, ist das eigentlich eine weibliche Genitalverstümmelung? Mhm. So, und das ist eine Frage, die ich mal so in den Raum stelle halt. Ne? Da würde mich wirklich Ja. mal interessieren, wie da, das ist ja die eine Sache, dass man sozusagen von dem Status ausgehen muss, den man quasi vorfindet, Mhm. aber die Möglichkeit ist bekannt. Mhm. Es ist ja nicht so, dass man Ich sich glaube, erzählen kann, wir wussten es nicht, ja, aber die Möglichkeit steht im Raum und damit muss umgegangen werden. Holger, da wird man dann wieder sagen, okay, das ist Restmenge, das passiert. Auf der anderen Seite liegt es daran, wir müssen ja die Ursachen finden und wir müssen vielleicht auch die Strategien uns einfach mal anschauen, ähm, damit wir zur Anerkennung eines jeden Körpers kommen, zu einer gleichwürdigen Betrachtung eines jeden Körpers. Und da liegt es tatsächlich an diesen Geschlechtermodellen. Ja. Es geht nicht darum, ob jemand Frau oder Mann ist, sondern es geht darum, wie viel Anteile Männlichkeit und Weiblichkeit habe ich in mir und was möchte ich, meine Entscheidung dann, wie viel möchte ich davon zeigen und möchte ich leben. Und dann sind wir eben nicht mehr in dem Mann-Frau-Modell, sondern dann sind wir wirklich in einem Kontinuum von Geschlecht. Das heißt, es gibt einen Pol von Männlichkeit und von Weiblichkeit und wir stehen alle dazwischen, sind also alle schon mal auf einer Ebene gleichwertig und gleich viel wert. Und auch die Körper sind gleich viel wert. Alles andere wäre auch nicht der Idee der Inklusion zuträglich. Und auf der anderen Seite, wie verändert sich das im Lebensverlauf? Also wie viel Fluidität ist in der Geschlechtlichkeit im Lebensverlauf möglich? Darüber mehr nachzudenken und nicht mehr über Männer und Frauen zu sprechen, sondern über Männlichkeiten und Weiblichkeiten und wo sind da die Grenzen? Wo nimmt Gesellschaft das Recht her, das festzulegen? Ich möchte die Gesetzesstelle sehen. Ich möchte das in allen heiligen Schriften sehen, wo festgestellt wird, wo dort die Grenzen sind. Es sind Interpretationen, die dort hinein interpretiert worden sind, die nicht haltbar sind. Und unsere geschlechtsstereotypen Vorstellungen davon sind kulturell bedingt. Und wenn kulturell bedingte Dinge
sind keine rechtlichen Dinge, sondern kulturelle Sachen sind gewachsen über Jahrhunderte, Jahrtausende. Aber wir müssen auch sehen, es gibt Traditionen, es gibt gute Traditionen und schlechte. Und sicherlich ist die Genitalbeschneidung keine gute, Ja, sondern immer eine sehr schmerzhafte. Und fragen wir mal einen Kinderpsychologen, was das bedeutet, wenn ein Kind am Genital, also einem Bereich, der hochsensitiv ist, tatsächlich verletzt wird und später erfährt, dass diese Verletzungen und diese Schmerzen geduldet waren von denen, denen es doch am meisten traut. Also das ist ja auch das Thema bei den intergeschlechtlichen Kindern. Wenn Kinder merken und sich erinnern an diese Schmerzen, an diese Traumatisierungen, die das auslöst, wenn sie dann feststellen, dass das genau von denen verantwortet worden ist, die sie eigentlich am meisten schützen sollten, am meisten lieben sollten, umsorgen sollten. Und ist das ein Missbrauch? Ich nenne das, ist ein sexualisierter Missbrauch durch Sorgetragende. Denen ist das gar nicht bewusst zum Teil, aber deswegen müssen wir darüber reden und deswegen brauchen wir mehr Aufklärung, mehr Bildung. Und wir müssen, ich denke, dass wir sehr viel freundlicher über Geschlecht sprechen müssen. Wir müssen es lernen. wir müssen vor allen Dingen, also es ist natürlich ein riesiger Vertrauensbruch, den du da gerade beschreibst, zwischen den Eltern und ihren Kindern. Ne? Also das ist, finde ich, ganz irre. Und was ich halt sehr irre finde, ist, also das sind zwei Sachen, die ich gerne sagen würde. Das eine ist, wenn wir uns die Kinderschutzkonvention angucken, die du ja schon angesprochen hast, in denen, Kinderrechtskonvention heißt die richtig. Kinderrechtskonvention, Entschuldigung, wo in Artikel 19 die Religionsfreiheit, und das heißt nun mal halt auch die negative Religionsfreiheit, also die Freiheit von Religion festgeschrieben ist, und in Artikel 24 der Schutz vor schädlichen Ritualen eingefordert wird. So, das steht in der Kinderrechtskonvention drin. Und gleichzeitig mussten wir ja mit ansehen, dass also auch jetzt das Gesetz heute zum Schutz vor der Schutz von Interkindern vor Operationen auch herumgestrickt worden ist um den Paragraphen 1631d. Dass also wirklich krampfhaft versucht worden ist, diesen Artikel in irgendeiner dieses Gesetz beizubehalten, anstatt einfach knallhart zu sagen, nein, wir schützen jedes Kind gleich. Stattdessen haben wir jetzt unterschiedliche Gesetze für unterschiedliche geschlechtliche Zuschreibungen, ne, die natürlich ganz einfach auch gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz verstoßen. Also, dass Menschen aufgrund ihrer Körper unterschiedliche Rechte bzw. abgesprochen werden. Geht so knallhart und so brutal gegen das Grundgesetz, gegen die Menschenwürde, dass mir da wirklich das versteht mir wirklich die Sprache. Und um das mal zusammenzufassen, was du jetzt auch schon häufiger gesagt hast, wir müssen aufhören, Körper an eine Gesellschaft, also verschiedene Körper an eine Gesellschaft anzupassen. Wir müssen anfangen, die Gesellschaft an verschiedene Körper anzupassen. So rum wird ein Schuh draus. Die Akzeptanz von der Verschiedenheit von Körpern und nicht diese Normierung, so hat ein ideales Genital, in Anführungszeichen, ein gesellschaftlich ideales Genital und ein idealer Körper auszusehen. Es ist lustig, wir regen uns über Fat-Shaming auf. So, und Body-Shaming, darüber regen wir uns auf. Aber über Genital-Shaming, darüber regen wir uns nicht auf. Das finde ich, es gibt noch viel zu tun. Ich rege mich darüber auf, das glaubt man. Ich auch. Jedes Mal tierisch darüber auf. Also, aber es ist schon, ja. Ich finde es, also mir bleibt wirklich die Sprache, mir versteckt wirklich die Sprache, wie dort mit verschiedenen Maßen gemessen wird, anstatt wirklich sich einfach mal die Artikel 1, 2 und 3 des Grundgesetzes anzugucken. Und die sagen, genau. Deswegen sollten wir dranbleiben. Wir sollten dranbleiben, tatsächlich auch die Kinderrechte ins Grundgesetz zu bekommen. Ja. Denn in dem Moment wenn wir die UN-Kinderrechtskonvention in das Grundgesetz hineinbekommen und die Regeln dann werden wir andere Hebel haben. Wir müssen tatsächlich aufpassen, dass wir, wenn wir Aushandlungen vornehmen in der Gesellschaft, auch rechtliche, dass wir
erkennen, reden wir jetzt über ein europäisches Recht, reden wir über ein nationales Recht oder reden wir über eine Idee, über eine, und da muss man sich dann, also ich würde mir noch eine weitere Stunde wünschen, die wir jetzt nicht haben. Unsere Zeit ist nämlich schon um. Genau. Und ich glaube, das wäre ganz spannend und ich wünsche mir tatsächlich, dass wir weiter im Gespräch bleiben und dass wir öffentlich darüber reden und zwar in freundlicher, liebenswürdiger Art und Weise und auch gleichwürdig bleiben. Ich glaube, dass die meisten Menschen, mit denen wir reden, das sehr, sehr, sehr schön und ja, dass sie auch dabei sein können und dass wir die gut abholen können. Ich glaube, das ist viel. Danke, dass ich kommen durfte hier heute. Ich bin auch total happy und vor allem, ich freue mich ja immer, dich zu sehen und wir müssen viel mehr miteinander reden. Ich glaube, dass es vor allen Dingen an Informationen fehlt. Also das ist etwas, was ich immer wieder feststelle, wenn ich über dieses Thema spreche, dass die Leute es einfach so akzeptieren, weil das wird halt so gemacht, ja. Aber warum es gemacht wird, was das an Konsequenzen hat, das ist den meisten überhaupt nicht bewusst. Und da brauchen wir noch viel mehr Aufklärung. Dafür brauchen wir viel mehr solche Gespräche wie heute. Vielen Dank nochmal an Viktor, dass du uns hier eingeladen hast. Wir werden das weiterhin machen, Luzi. Und ja, und dann hoffen wir. Ahoi, würde ich sagen. Also dann hoffen wir mal, dass wir so einen Tag, den du heute erlebst, nämlich dass ein Gesetz zum Schutz von intergeschlechtlichen Kindern durch den Bundesrat geht, dass das vielleicht in ein paar Jahren für alle Kinder gleichmäßig gilt. Also einfach mal auch die Internetseite im-ev.de besuchen. Da gibt es aber ganz viele Informationen dazu. Und wir bleiben ja dran. Es gibt ja noch viele andere Themen, die wir hier weiterhin besprechen müssen, die genau um diese genitale Selbstbestimmung gehen. Vielen Dank. Tschüss. Dieser Gratulation möchte ich mich noch gerne anschließen. Lucy, vielen Dank für euren wunderbaren Beitrag und für die Perspektiven, die ihr uns hier geschildert habt. Das Video wird dann auch natürlich in der WWDoga Mediathek noch langfristig erhalten bleiben, für alle, die heute nicht haben zusehen können. Macht's gut, weiterhin so viel Kraft, am Ball bleiben für die Kinderrechte. Dankeschön. Ciao. Vielen Dank. Tschüss. Ciao.